Ich habe gestern für ein neues Autovideo die DJI Action 4 im Auto benutzt und natürlich Moderation aufgezeichnet und zack, kam irgendwann die Überhitzungsanzeige und die Kamera hat nicht mehr aufgenommen, und genau das will ich zum Thema nehmen des heutigen Videos, denn ich will euch sagen, was ihr mit der DJI Action 4 alles machen könnt in Sachen Überhitzung, wie lange sie durchhält in verschiedenen FPS-Zahlen und natürlich, was ihr am besten einstellen könnt bei der Kamera, dass euch das nicht so schnell passiert. Alles das in diesem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Und dieses Video ist natürlich nicht da, um irgendwelche Horrormeldungen über die DJI Action 4 zu verbreiten, sondern diese Kamera ist momentan das Beste, was du auf dem Markt bekommen kannst in Sachen Actionkamera. Stand natürlich heutiger Zeitpunkt, und was sie alles schon im Lowlight anrichten kann mit dem neuen Chip, und gerade der Ton, ich brauche kein Mikrofon mehr, der Ton ist optimal. Schon eine ideale Geschichte, aber dieses Video ist dafür da, dass du weißt, wann du die DJI Action 4 für welche Geschichten einsetzen kannst und natürlich auch wie lange. Und wenn du wissen möchtest, welche anderen Actioncams dann immer noch am längsten durchhalten in Sachen Hitze, es gibt nämlich eine Actioncam, die geht nicht aus wegen Überhitzung, und genau die stelle ich dir in diesem Video vor. Das habe ich nämlich schon gemacht mit anderen Actioncams, mal im Urlaub einen kleinen Hitzetest durchgeführt. Wenn du Bock hast, guck dir einfach das Video an und schau nach, welche Kamera überhaupt nicht überhitzt. Aber jetzt zum Thema DJI Action 4 Überhitzung. Ich habe viele Videos auch bei YouTube gesehen, zu was man die Kamera jetzt alles einsetzen möchte. Manche möchten sie natürlich als B-Cam im Studio haben. Manche sagen, okay, ich kann nur noch mit der Action 4 arbeiten, ich brauche gar keine Spiegelreflexkamera oder andere Geschichten mehr. Da würde ich, wie gesagt, Vorsicht walten lassen, denn wenn du jetzt beim kreativen Arbeiten bist und wenn du die Kamera irgendwohin mitnimmst, beziehungsweise im Studio lange zu stehen hast oder als Webcam nutzt, kann sie dir immerhin noch überhitzen. Und ich habe deswegen mal einen Test gemacht, wie es so ist, wie die Kamera überhitzt in 30 FPS, in 60 FPS, drin im Studio und natürlich auch draußen. Und den Test, den schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Das, was nämlich problematisch werden kann, ist, wenn du die Kamera benutzt, gerade im Sommer bei höheren Temperaturen, dann muss sie natürlich nach dem Überhitzen auch wieder abkühlen, und das kann teilweise, wie in meinem Test, bis zu 30 Minuten dauern, bis die dann wieder auf dem Originalzustand runtergekühlt ist, und die Zeit, die möchte man natürlich nicht verschwenden, und deswegen gibt es diesen Test und die verschiedenen Zeiteinheiten. Aber jetzt bist du gefragt, und zwar schreib doch einfach mal rein, wie lange die DJI Osmo Action 4 durchhält hier im Studio in 4K 30 FPS. Wie viele Minuten schätzt du, schafft sie es ohne zu überhitzen? Einfach mal jetzt reinschreiben hier in meine Kommentare. Als erstes 4K 30 FPS, ganz normale Temperatur im Studio im Sommer, ca. 26 bis 28 Grad. Gestern Abend waren es rund 26,5 Grad Studiotemperatur. Dann habe ich die Kamera hingestellt und natürlich auch die Temperatur bei der Kamera gemessen. Und nach der Aufzeichnung war sie dann bei ca. 10 Minuten schon bei 43 Grad Betriebstemperatur. Dann wiederum nach 20 Minuten bei 47 Grad Betriebstemperatur. Und nach 30 Minuten, ja, so lange hat sie durchgehalten, bei 49 Grad. Und sie gingen dann aus im Modus 4K 30 FPS nach genau 36 Minuten. Dann kam die Anzeige, sie ist überhitzt. Und ich muss ehrlich sagen, 36 Minuten für so eine Kamera in diesem kompakten kleinen Gehäuse, die gleichzeitig noch 4K 120 FPS kann, das ist natürlich eine Riesenleistung. Gerade im Studiobetrieb hier 26 Grad ohne Kühlung, also den Ventilator hatte ich nicht an. Und das ist schon mal eine Sache, die mich überrascht hat. Also in 4K 30 FPS bei normalen Temperaturen um die 26 Grad kannst du knapp 36 Minuten mit dieser kleinen Action 4 aufnehmen. Das war schon ein relativ guter Test. Dann habe ich sie natürlich auf 4K 60 FPS getestet, habe sie ins Studio gestellt, natürlich vorher erstmal abkühlen lassen. Das hat knapp 30 Minuten gedauert, bis sie dann wieder auf Betriebstemperatur war. Bei 4K 60 dann das erste Mal gemessen nach ca. 10 Minuten. Da hatte die Kamera 48 Grad Betriebstemperatur und nach 15 Minuten dann schon 50 Grad Betriebstemperatur, und sie ist genau ausgegangen nach 17 Minuten, was aber in 4K 60 FPS auch eine riesige Leistung ist.
Und dann wollte ich es natürlich wissen im Studio und habe auf 4K 120 FPS gestellt und dann die Kamera natürlich erstmal ausgetestet und dachte, die ist nach 5 Minuten quasi erledigt und das war's denn. Nein, sie hat mich eines Besseren belehrt und ging nach 10 Minuten immer noch, war dann so bei 48, 49 Grad, habe ich gedacht, okay, alles easy, alles klar, da wird sie nicht mehr lange durchhalten, aber sie hat tatsächlich 15 Minuten durchgehalten bei 4K 120 FPS, was ich für diese Kamera eine absolut unübertreffliche Leistung finde. Bei GoPro sieht das Ganze schon anders aus und bei DJI natürlich richtig super. Jetzt weiß ich auch, warum das Plastikcase hier ringsrum ist, damit es deine Hände dann auch vor Hitze schützt, weil die Kamera war jetzt gerade in dem Test und ist natürlich immer noch unten relativ warm, vorne auch, aber seitlich, wenn du sie in den Händen hältst, hält dir das Plastikcase bzw. hier das Gehäuse so ein bisschen die Hitze von der Hand weg und du kannst sie immer noch anfassen, das finde ich schön. Aber 4K 120, 15 Minuten, das ist eine Leistung, DJI. Damit natürlich nicht genug. Ich wollte sie dann auch noch mal draußen testen. Dann habe ich sie direkt vor mein Haus gestellt und bei 4K 60 FPS noch mal laufen lassen und dachte, Mensch, das sind fast die gleichen Werte. 4K 60 FPS. Allerdings war es vorm Gewitter. Es war Sonne und Wolken im Wechsel. Es kamen so ein paar kleine Windböen immer vorbei. Und ich dachte, na gut, da wird die genauso durchhalten wie im Studio. Das war dann aber anders. Die war schon nach 5 Minuten bei 45 Grad und dann wiederum nach 10 Minuten bei 50 Grad und hat insgesamt mit 4K 60 FPS bei 28 Grad Außentemperatur in der Sonne, das muss ich dazu sagen, das sind ja immer noch ein paar 10 Grad mehr, also rechnen wir mal 38 Grad Außentemperatur für diese Kamera. Insgesamt 12 Minuten durchgehalten, was natürlich für diese Temperaturen auch eine richtig gute Leistung ist bei 4K 60 FPS. Als Fazit, du kannst mit der DJI Osmo Action 4 wirklich was anfangen. Guck dir die Zeiten an, ich bin absolut überrascht. Gerade diese 35 Minuten bei 4K 30 FPS haben mich fasziniert, dass sie wirklich so lange durchdrehen kann. Durchdrehen ist ein gutes Wort, aber es ist halt so. Und die anderen Werte sind auch absolut spitze. Natürlich ist es so, als Faustregel zu den Einstellungen, umso weniger Auflösung und FPS du einstellst, umso länger hält sie durch. Wenn du in HD filmst mit 30 FPS, wird sie natürlich noch länger durchhalten als in 4K mit 120 FPS. Das solltest du bei den Einstellungen beachten. Wenn du etwas länger drehen möchtest und HD-Format ausreichend ist, denke ich mal, kommst du hier auf eine richtig gute Zeit. Ich habe jetzt wirklich mal die 4K-Werte genommen, weil die für mich ausschlaggebend sind. Und ich muss sagen, ich bin völlig zufrieden mit den Werten, mit den Überhitzungswerten hier von der DJI Osmo Action 4. Das ist eine richtig gute Kamera, egal ob im Lowlight-Bereich oder halt im Action-Bereich. Von den Laufzeiten hast du ja gesehen, hält sie gut durch. Du weißt auf alle Fälle jetzt, wie du sie verwenden kannst, wie du sie einplanen kannst anhand meiner Zeiten. Und genau das wollte ich mit dem Video erreichen. Damit danke ich dir fürs Anschauen. Sehr gern bis zum nächsten Video und tschüss, bye bye und winke, winke.